Parasite Eve 2. Ein direkterer Horror. Parasite Eve 2 erschien im Jahr 2000 auf der PlayStation und schlug einen anderen Ton als sein Vorgänger. Die Geschichte ist weniger theoretisch, dafür greifbarer und näher an klassischen Survival-Horror-Strukturen. Im Mittelpunkt steht erneut Aya Brea. Aber sie ist nun nicht mehr die junge Polizistin aus New York, sie hat sich verändert. Dieses Video erzählt die vollständige Handlung von Parasite Eve 2, inklusive der wichtigsten Hintergründe und Enden. Achtung! Dieses Video enthält Spoiler zur gesamten Story von Parasite Eve 2. Der Vorfall im Acropolis Tower. 3 Jahre nach den Ereignissen von Parasite Eve arbeitet Aya inzwischen für das FBI. Sie ist Teil einer Spezialeinheit namens Mist, die sich mit den sogenannten Neon Mitochondrial Creatures beschäftigt. Das Spiel beginnt vergleichsweise ruhig, mit einem Training. Doch dieser Moment dient nur als Kontrast. Aya wird kurzfristig zu einem Einsatz im Acropolis Tower in Los Angeles geschickt, nachdem dort ungewöhnliche Vorfälle gemeldet wurden. Was sie dort vorfindet, ist kein gewöhnlicher Einsatz. Das Gebäude ist verwüstet, ein SWAT-Team wurde vollständig ausgelöscht und überall finden sich Hinweise auf eine Eskalation, die sich nicht mehr kontrollieren lässt. In einem oberen Stockwerk trifft Aya auf eine scheinbar überlebende Frau. Doch als sie berührt, verwandelt sich diese direkt vor ihren Augen in eine Kreatur. Darauf erscheint ein neuer Gegnertyp, eine künstlich erschaffene Lebensform, bekannt als Golem Number 9. Nach dem Kampf löst diese Kreatur eine Explosion aus, die das gesamte Gebäude zerstört. Aya entkommt nur knapp mit Hilfe ihres Kollegen Rupert. Dieser Einsatz ist kein Einzelfall. Er ist der Beginn einer größeren Kette von Ereignissen. Dryfield, eine Stadt als Fassade. Zurück im Hauptquartier wird Aya direkt zur nächsten Mission geschickt. Ihr Ziel ist Dryfield, eine abgelegene Wüstenstadt, die auf den ersten Blick wie ein gewöhnlicher Rastpunkt wirkt. Doch schnell wird klar, dass auch hier etwas Grundlegendes falsch läuft. Die Stadt ist nahezu verlassen und die wenigen Überlebenden geben nur bruchstückhafte Hinweise. Hier trifft Aya auf Gary Douglas und sein Hund Flint, die noch zu wichtigen Unterstützern im Spiel werden. Noch entscheidender ist jedoch die Begegnung mit Kyle Madigan. Kyle gibt sich als Privatdetektiv aus. Doch seine Motive bleiben zunächst unklar. Er scheint mehr zu wissen, als er zugibt und verfolgt seine eigenen Ziele. Während Aya Dryfield erkundet, kommt es immer mehr zu Begegnungen mit Number 9. In einer dieser Momente reagiert Aya instinktiv und setzt die Kreatur mit ihren eigenen Kräften in Brand. Diese Szene ist entscheidend, weil sie zeigt, dass Aya selbst nicht vollständig unter Kontrolle hat, was in ihr steckt. Ihre Fähigkeiten sind nur ein Werkzeug. Sie sind Teil eines Systems, das sie selbst nicht vollständig versteht. Der Weg zum Shelter. Die Hinweise verdichten sich schließlich zu einem Ziel. Einer unterirdischen Anlage, die nur als Shelter bekannt ist. Gemeinsam mit Kyle macht sich Aya auf den Weg dorthin. Bevor sie mit dem Auto von Douglas zum Shelter fahren, beschließt Aya, sich im Hotel noch einmal auszuruhen. Jedoch wird sie von einem Geräusch aus dem TV geweckt. Während sie sich frisch macht, hört sie von draußen einen lauten Knall. Es ist ein großer ANMC, der nach Dryfield gekommen ist. Aya stellt sich ihn und besiegt ihn. Je nachdem, wie schnell man als Spieler das Monster besiegt, kann Flint leben oder sterben. Der Weg führt durch eine Mine, die bereits von Kreaturen überrannt ist. Während eines Kampfes wird Kyle schwer verletzt und verschwindet kurzzeitig, was Aya dazu zwingt, alleine weiterzugehen. Im Shelter angekommen, beginnt sich das eigentliche Ausmaß der Situation zu entfalten. Die Anlage ist kein Zufall. Hier wurden gezielt künstliche Lebensformen erschaffen. Und noch wichtiger, diese Experimente stehen in direkter Verbindung zu Aya selbst. Über die Daten und Aufzeichnungen entdeckt sie, dass ihre eigene DNA als Grundlage für die sogenannten ANMCs verwendet wurde. Aya ist nicht nur Beobachterin, sie ist Teil dieses Projekts. Neo-Ark, eine neue Welt. Tiefer im Komplex erreicht Aya die sogenannte Neo-Ark. Diese Anlage wirkt auf den ersten Blick fast surreal. Sie ist aufgebaut wie ein kontrolliertes Ökosystem mit verschiedenen Lebensräumen, Beobachtungsplattformen und Strukturen, die eher an einem Zoo erinnern als an ein Labor. Die Idee dahinter ist klar. Hier sollte eine neue Lebensform nicht nur erschaffen, sondern auch präsentiert werden. Doch die Kontrolle ist längst verloren. Die Kreaturen haben sich verselbstständigt. In diesem Abschnitt wird auch deutlich, dass das Projekt weit über einfache Experimente hinausgeht. Es geht nicht mehr nur darum, Leben zu manipulieren. Es geht darum, eine neue Ordnung zu erschaffen. Eve, Kyle und die Wahrheit. Im weiteren Verlauf trifft Aya auf ein Mädchen namens Eve.
Diese Version von Eve ist kein Zufallsprodukt, sondern ein gezielt erschaffener Klon, basierend auf Ayas eigener DNA. Sie wurde manipuliert, isoliert und auch kontrolliert. Ihr gesamtes Leben ist Teil dieses Experiments. Aya erkennt schnell, dass Eve nicht einfach ein Gegner ist. Sie ist das Zentrum des gesamten Projekts. Darauf eskaliert die Situation. Number 9 bereitet ein Ritual vor, bei dem Eve mit einer neuen Kreatur verschmolzen werden soll. Kyle steht plötzlich an seiner Seite. Er offenbart, dass er Teil einer Organisation ist, die glaubt, dass die Menschen durch künstliche Evolution neu aufgebaut werden müssen. Seine Rolle ist ambivalent. Er hat Informationen gesammelt, beide Seiten beobachtet und schließlich eingegriffen. Im entscheidenden Moment wendet er sich gegen Number 9. Doch die Situation gerät außer Kontrolle. Der finale Konflikt. Ein militärischer Angriff zerstört große Teile der Anlage. Im Chaos öffnet sich der Kokon, der die ultimative Lebensform enthält. Aya stellt sich dieser Kreatur und besiegt sie. Doch damit ist es nicht vorbei. Eve selbst transformiert sich in eine neue Form. Der letzte Kampf ist persönlicher, direkter und endgültig. Aya besiegt auch diese Form und beendet damit das Projekt. Die möglichen Enden. Je nach Entscheidungen im Spiel verändert sich das Ende. Im besten Fall überleben Aya, Eve und Kyle. Ein Jahr später treffen sie sich in New York wieder, in einer ruhigen, fast normalen Umgebung. Es ist ein seltenes, positives Ende, das zeigt, dass aus den Ereignissen zumindest etwas Stabilität entstanden ist. Wenn bestimmte Entscheidungen nicht getroffen wurden, endet die Geschichte offener. Bei dem normalen Ende überleben nur Aya und Eve. Aber vieles bleibt ungeklärt. Das schlechteste Ende ist deutlich düsterer. Aya bricht zusammen, kann nicht mehr sprechen und die Situation wirkt unvollständig, fast wie ein Abbruch. Diese Variante verstärkt den Eindruck, dass nicht nur der Kampf entscheidend war, sondern auch das eigene Spielverhalten unterwegs. Ein anderer Blick auf Parasite Eve. Parasite Eve 2 erzählt keine abstrakte Geschichte. Es geht um Kontrolle, Experimente und die Konsequenzen menschlicher Eingriffe. Aya steht nicht mehr am Anfang. Sie ist Teil eines Systems geworden, das sie gleichzeitig bekämpft. Und genau das macht diesen Teil so interessant. Nicht, weil er größer ist als der erste, sondern weil er direkter ist und zeigt, was passiert, wenn aus Theorie Realität wird.